sehr spezielles Spiel für mich. War auch ein sehr emotionaler Tag, emotionale 60 Minuten. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch alles so belastend, hört sich sehr negativ an, aber sehr mir so nahe geht. Vor allem, weil ich ja gebürtige Belgierin bin. Meine ganze Familie war da. Wir sind ja heute in Hasselt und es hat auch ein ganz besonderes Länderspiel stattgefunden, Belgien gegen Deutschland, in meinem Geburtsland und dementsprechend auch in der Stadt, wo ich 2 Jahre im Internat war. Und ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch mal 2, 3 besondere Orte für mich. Twee Biki alsjeblieft. Also hier auf der Seite war früher das Internat. So, jetzt ist das Licht ausgegangen. Da habe ich auf jeden Fall mitgesungen, soweit es dann auch ging, mit den Tränen in den Augen, weil ich dann doch schon auch irgendwie stolz bin auf die Mädels aus Belgien, dass sie das so jetzt hingekriegt haben, nach so langer Zeit endlich diese Quali zu schaffen und zu spielen und irgendwie ja, sich da so was erarbeitet haben. Ja, und ansonsten ja, für mich mit einem Adler auf der Brust natürlich auch ein stressvoller Moment, wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein sehr belastendes Spiel, weil ich es natürlich zum einen unbedingt gewinnen wollte und auch zeigen wollte, dass ja, sich das absolut gelohnt hat, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das haben wir heute gezeigt, das freut mich sehr. Aber jetzt so am späten Nachmittag, kurz vor Abend, bin ich dann doch schon fix und fertig von dem anstrengenden Spiel. Sportlich war es für mich jetzt auch nicht das Allerbeste, aber die 2 Punkte haben wir geholt, haben jetzt in der Quali für die EM 2026 schon 4 Punkte geholt. Das ist gut, 21:40 haben wir heute gewonnen, das war natürlich auch überragend. Und ja, jetzt kann ich ein paar Tage zu Hause genießen, also 1,5 Tage in Belgien bei meiner Familie. Das freut mich natürlich auch, die lassen mich fahren. Super, danke. Und ja, deswegen anstrengendes Spiel, aber wunderschön irgendwie auch. Ich bin geboren in Belgien, habe 12 Jahren in Antwerpen gelebt, habe dann irgendwann Handball für mich entdeckt und bin dann auf die Idee gekommen, ins Handballinternat zu gehen. Habe davon meine Eltern überzeugt, das war ganz gut. Und dann war ich 2006 bis 2008 hier in der Stadt im Internat. Wir sind jetzt einmal da, wo früher das Internat war, gegenüber. Da laufen wir jetzt mal hin, aber ich sehe schon und ich weiß es auch schon, dass es komplett abgerissen wurde. Da gibt es nicht mehr so viel zu sehen. Da gibt es dann nur noch die Geschichten, die ich im Kopf habe. Also einmal war das Internat mit direkt gegenüber die Sporthalle. Da steht jetzt auch echt ein Haus. Da gibt es keine Sporthalle mehr zu sehen. Und ansonsten schon schade, weil von hier aus sind wir dann auch immer mit dem Fahrrad zur Schule gehuscht und so, damit wir dann schnellstmöglich nach der Schule auch wieder zum Training kamen und eventuell nochmal den Stopp beim Kiosk einlegen konnten. Und ansonsten war dann auch direkt gegenüber von dem Internat, was es eindeutig nicht mehr gibt, auch einmal die Kirmes, einmal im Jahr. Da durften wir dann hin. Also hier auf der Seite war früher das Internat. Das ist jetzt ganz abgerissen worden. Hier sieht man gar nichts mehr. Und da mussten wir immer nur so ein bisschen rüber huschen, um dann in die Sporthalle zu kommen, die jetzt auch eindeutig nicht mehr da ist. Die Ausnahmesituationen waren dann Schwimmbad, also eine Runde abends vom Internat, einmal Freizeitprogramm, ab ins Schwimmbad, Freibad. Und das war dann hier der ganze Weg einmal runter. Ja, das war eher selten, aber das war auch super schön. Genauso wie dieser Kirmesplatz hier gegenüber, da durften wir auch immer ab und an mal hin. Aber ja, echt anders sieht's aus. Nicht mehr wie die guten alten Internatszeiten, aber ja, schade. Gibt's nicht mehr, ist jetzt umgezogen, ja.
Zum Internat. Das war schon eine coole Zeit. Ab und an sind wir montags morgens gekommen, dann direkt zur Schule und zum Training. Ab und an konnten wir dann Sonntagabend nochmal kommen. Dann hatten wir immer die gleiche Gang. Das war schon sehr, sehr, sehr witzig, dass wir dann immer die Zeit nah verbracht haben. Ansonsten, wie wir immer mit dem Fahrrad zur Schule gehuscht sind und schnellstmöglich, damit wir dann auch länger trainieren konnten. Das war schon auch ein bisschen eine Strecke, aber wenn da mal ein Fahrrad kaputt gegangen ist, dann haben wir da auch mal hinten drauf auf dem Gepäckträger jemand gepackt. Also das war ja sehr, sehr lustig. Nicht immer legal, muss man auch dazu sagen, aber da sind wir oftmals zu zweit auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, um dann auch einen kleinen Stopp zu machen bei unserem Kiosk des Vertrauens, obwohl wir eigentlich auf direktem Weg nach Hause gehen sollten, aber das musste schon manchmal sein, was Süßes, so als Snack nach der Schule. Hier ist dann einmal die Imbissbude, wo wir ab und an mal einen Ausflug gemacht haben, durften wir zwar nicht, aber freitags danach, nach der Internatszeit vorm Zug, war dann hier was. Da nehme ich euch jetzt auch mal mit. Das müsst ihr unbedingt probieren, also das ist so gut. Okay. 2 Wiki-Burgers alsjeblieft. Ein Bett, ein Schreibtisch und du durftest nichts an die Wände machen. Also wirklich kein Poster, gar nichts durftest du aufhängen. Das war ein bisschen traurig. Tatsächlich, aber das ist alles so anders. Ja, hier ist echt der Schulhof. Ha, witzig. Ja, das stand hier noch nicht, das hier. Das ist alles noch, wie es früher war. Wir hier mit dem Fahrrad, schnell das Fahrrad hingeschmissen, ab zur Schule, weil sonst wären wir zu spät gewesen. Immer mit nassen Haaren, Turnbeutel, Schultasche, nur die Hälfte der Hausaufgaben manchmal. Aber ja, das war die Schule. Ja. Stand das schon oder nicht? Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall, aber das ist neu. Ja. Ob Schulhof offen hat. Gleich geht ein Alarm los. Hey, aber es ist doch auch nicht abgeschlossen, oder? Ach so, naja. Also hier war dann die Schule, nicht am gleichen Ort wie das Internat, aber da sind wir dann immer mit dem Fahrrad hingefahren. Tatsächlich, ja, haben dann hier nach dem Training unsere Schulstunden abgesessen. So hat sich zumindest da angefühlt in dem Alter. War 2006 bis 2008. Da war ich 12 bis 14. Da macht Schule überhaupt keinen Spaß. Dementsprechend haben wir dann trainiert. Schnell zur Schule, alles hingeschmissen, fertig gemacht und dann schnell ab ins Internat. Immer mit dem Fahrrad, damit wir dann schnellstmöglich auch überall hinkommen. Also das war schon cool. Ich glaube, zur Sporthalle würde ich vielleicht noch finden. Alles andere finde ich in der Schule nicht mehr, glaube ich. Ja. Schön. Ja. Was war damals so dein Lieblingsfach? Ja, Sport. Sport und Mathe war ich immer eigentlich ganz gut, muss ich schon sagen. Französisch mochte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich es brauche, hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufgepasst. Aber ja, Mathe war schon immer okay. Niederländisch fand ich auch nicht cool. Was gab es denn noch so? Kunst, auch nicht so meins. Musik, ganz schlechte Sängerin. Ganz schlecht. Und ansonsten Bio war okay. Chemie, Physik hatte ich in dem Alter noch nicht. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Fächer. So, jetzt habe ich euch ein bisschen mitgenommen an dem extrem besonderen Erlebnis für mich. Länderspiel Belgien gegen Deutschland in meiner Heimat. Für mich gab es viele Höhen und Tiefen emotional. War wirklich ein sehr besonderer Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war's von mir.